Wenn eine Stadt um Autos und Motoren gebaut wird, dann werden den Leuten, die in der Stadt leben, die Füße abgeschnitten. Und die Produktion von Verkehrswesen schafft Distanzen, die weit größer sind, als die für die meisten durch die Motoren überbrückt werden können. Wenn eine Welt sich um die Medizin herum kristallisiert und Gesundheit Medizinkonsum ist, dann wird Gesunderhaltung unmöglich gemacht. Der technische Fortschritt, der das goldene Zeitalter versprach, ist zum Albtraum geworden. Er verpulvert die sich unaufhaltsam erschöpfenden Schätze unserer Erde. Er frisst die Natur auf. Er bedroht die Gesundheit der Menschen, die körperliche und die seelische. Er schafft wirksame Werkzeuge des Todes, kann aber nicht verhindern, dass jährlich mehrere Millionen Menschen Hungers sterben müssen und es immer mehr werden. Der sogenannte Fortschritt, die industrielle Produktionsweise, verspricht nur noch sich selbst eine blühende Zukunft. Schuld daran ist nur der Kapitalismus, sagen die Kommunisten, und huldigen im gleichen Atemzug demselben Fortschritt, in der Hoffnung, eines Tages dank seiner Perfektion siegen zu können. Der Westen macht große Anstrengungen, um seinen technischen Vorsprung zu halten. Hüben wie drüben gedeihen gewaltige Machtapparate, die diesen Fortschritt verwalten, ihn vorantreiben und letztlich bis aufs Messer verteidigen müssen, um selbst bestehen zu können. Die Menschen werden süchtig gemacht nach ihren Dienstleistungen, ihren Waren und Werten. Die Zukunft der Menschheit sieht düster aus. Darüber sind sich fast alle einig. Aber was wird getan? Die einen versuchen, das Bevorstehende zu erforschen, um die Menschen darauf vorzubereiten. Andere bemühen sich, das scheinbar Unabwendbare aufzuhalten, indem sie die Ursachen bewusst machen. Zu diesen gehört die Gruppe um Ivan Illich und Valentin Bormans. Diese Gruppe hat sich 1960 in Cuernavaca in Mexiko gebildet. Ivan Illich, ein gebürtiger Wiener, studierte Geschichte, Philosophie und Theologie. Er wurde Priester und mit 30 Jahren Vizerektor der Universität von Puerto Rico. Später war er Seelsorger in den Slums von New York. Schließlich richtete er in Cuernavaca eine spanische Sprachschule für Missionare ein, die nach Lateinamerika gehen wollten. Hier versuchte er, sie von ihrem Missionseifer zu heilen. Damals galt er neben Camilo Torres und Don Helder Camara als der revolutionärste Priester Lateinamerikas. Mittlerweile halten ihn viele für den radikalsten Gesellschaftskritiker seit Karl Marx. Valentin Bormans, eine Belgierin, hatte in vielen Ländern Südamerikas gearbeitet, bevor sie nach Cuernavaca kam. Dort übertrug Illich ihr die Aufgabe, eine Bibliothek einzurichten. Sie machte daraus das Zentrum interkultureller Dokumentation, das CIDOC. Im CIDOC wurden die zur Entwicklung der Gesellschaft unerlässlich geltenden Institutionen wie Schule, Medizin, Verkehr und Industrie untersucht. Dabei fand man heraus, dass diese zunächst nützlichen Einrichtungen durch ihre Eigengesetzlichkeit und den Machtanspruch ihrer Vertreter zum Feind des Menschen werden können. Illich und seine Freunde weisen nach, dass dies in den Industrienationen bereits geschehen ist. Und sie warnen vor der totalen Entmündigung des Menschen durch den totalen Apparat des Industriesystems. Lange bevor Entwicklungshilfe allgemein in Frage gestellt wurde, kritisierte Illich die Funktion der Entwicklungshelfer. Ja. Vor 15 Jahren schien es mir einfach absolut notwendig, den Freiwilligen als solchen in Frage zu stellen. Denn da sandten plötzlich Kennedy und Castro, Johannes der 23. und de Gaulle
Freiwillige, bewaffnet mit Bleistift, Injektionsspritze oder Revolver nach Lateinamerika, um es zu retten. Und da kam es darauf an, nicht die Intention dieser Freiwilligen in Frage zu stellen, sondern den Freiwilligen als solchen in Frage zu stellen, wenn er von irgendeiner Institution angestellt oder ausgesandt war. Heißt das, er ist missbraucht worden? Nein, ich spreche nicht über den Missbrauch des Freiwilligen, sondern über die Tatsache, dass man den Freiwilligen für Institutionen nicht verwenden kann, ohne notwendigerweise einen Köder für einen neuen Entwicklungsimperialismus aus ihm zu machen. In soziologischer Sicht ist der Freiwillige notwendigerweise eine Weiterführung des europäischen Dünkels, der Mission. Und in psychologischer Sicht ist Entwicklungswut eine unheilbare Krankheit. Ja, also wie gesagt. In der Entwicklungshilfe sieht Ivan Illich eine neue Form von Kolonialismus. Früher schickte man Soldaten, heute Techniker, die die Völker der Dritten Welt zwar friedlicher, aber auch fester in den Dienst der Industrienationen zwingen, als Kanonenboote und Sklavenjäger es vermochten. Für Illich ist jede Art von Entwicklungshilfe, auch die sogenannte kulturelle, geistige oder zivilisatorische, ein Köder. Ein Köder, der süchtig machen soll nach unseren Erzeugnissen und Institutionen. Die moderne Technik schlägt die Regierungen der Dritten Welt in ihren Bann. Illich warnt sie davor, sich durch industrielle Gewohnheiten derart verbilden zu lassen, dass sie Fortschritt nur noch als Industrialisierung und Konsumanstieg verstehen. Er sagt, die Mechanisierung der gesellschaftlichen Beziehungen, die der sogenannte industrielle Fortschritt mit sich bringt, führt zur Zerrüttung des Menschen. Illich sagt weiter, 2/3 der Menschheit können die Auswüchse der Industriegesellschaft noch vermeiden. Nämlich, indem sie eine dem Menschen gerechtere Produktionsweise wählen, eine Produktionsweise, zu der auch die Industrienationen hinfinden müssten. Die Länder der Dritten Welt können sich nur retten, meint Illich, wenn sie sich wirtschaftlich und politisch von den reichen Nationen lossagen. So fremd das alles klingt, Illichs Warnrufe finden durchaus schon Gehör. Ja, Gott sei Dank schämen sich heute Leute nicht nur, wenn sie sich als Entwicklungshelfer ausgeben müssen, als Missionäre, als Freiwillige, weil man begonnen hat, über ihren Dünkel zu lachen, den Dünkel der Funktion, nicht des bösen Menschen. Heute schämen sich Leute langsam, sich als Ärzte, als Lehrer, als Entwicklungstechniker, als Ingenieure für Straßenbau ausgeben zu müssen, denn die Besten in jedem von diesen Berufen verstehen schon, dass sie weitaus mehr Schaden für die größte Masse der Menschen tun, als sie Gutes bringen. Aber die Regierungen der Dritten Welt scheinen ebenso entwicklungswütig wie die Freiwilligen. Ja, Entwicklungswut ist nicht nur eine unheilbare, sie ist auch eine ansteckende Krankheit. Sie grassiert im Treibhaus der Bürokratie. Da sind die Stellen wie das Hudson-Institut oder das Max-Planck-Institut, wo die Gegenwart in die Zukunft gedankenlos hineinprojiziert wird, wo eine bessere Zukunft von Verwaltern und Aufsehern produziert wird. Ganz im Gegensatz dazu stehen eben jene kleinen Welten der Freiheit, wo Autonomie sprießt und wo das Kommende, das ja schon da ist, heute im Modell gelebt wird, Zeugenschaft für seine Möglichkeit gegeben wird. Ich hoffe, dass wir
viele von uns das hier haben leben können. Jene kleine Welt der Freiheit wurde 1960 in Cuernavaca angesiedelt, in Mexiko. Geografisch eine ideale Zwischenstation, um nordamerikanische Missionare und Freiwillige abzufangen, die nach Lateinamerika geschickt wurden. Sie kamen hierher, um in Schnellkursen Spanisch zu lernen. Auch über die Menschen und die Gesellschaft, die sie betreuen sollten, wurden sie aufgeklärt. So entdeckten sie, dass sie nicht nur ausgesandt waren, um das Wort Gottes zu verkünden oder Armen zu helfen, sondern gleichzeitig als Sendboten und Verkünder der Industriegesellschaft. Im Laufe der Zeit wurde hier so etwas wie eine mittelalterliche Universität wiedererfunden. Eine Stätte des Nachdenkens und des Gedankenaustausches, wo Lehren nicht mehr galt als Lernen. Lehrer und Studenten zahlten die gleichen Beiträge. 250 Mark Einschreibegebühren pro Jahr und nochmals 25 Mark pro Woche, wenn sie an den Kursen und Seminaren teilnahmen. Insgesamt haben rund 20.000 Menschen jeden Alters und aller Gesellschaftsschichten im CIDOC an Diskussionen und Seminaren teilgenommen. Hauptthema: der gängige Fortschrittsbegriff. Die Untersuchungen des CIDOC machten deutlich, wie ständiges Wachsen von Produktion, Konsum, Gewinn, Zeitersparnis und Dienstleistungen die Qualität des Lebens verringern. In diesem Weißen Haus in Cuernavaca haben viele gelernt, das angeblich Selbstverständliche über Bord zu werfen. Alle Lehrsätze und Institutionen in Frage zu stellen, die unsere Gesellschaft prägen und die zu heiligen Kühen geworden sind. Hier wurde mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass der Industrialismus allen früheren Kulturen überlegen und für den Fortschritt der Menschheit unentbehrlich sei. Damit wurde auch der Weg in die Zukunft in Frage gestellt, den die reichen Industrieländer schon eingeschlagen haben. Stattdessen vertrat man hier einen radikalen Humanismus. Mit einfachen Mitteln veröffentlichte das CIDOC jährlich rund 350 Bücher, mehr als die meisten kommerziellen Verlage in der gleichen Zeit auf den Markt bringen. Man scheute sich nicht, unvollständige Entwürfe in Umlauf zu bringen. Dank der Kritik und der Beiträge anderer konnte so nach 2 bis 3 Zwischenveröffentlichungen ein Buch daraus werden. Valentin Bormans, die eigentliche Schlüsselfigur des CIDOC, hat dies und vieles andere oft gegen den Willen Ivan Illichs durchgesetzt. Könnte ich hier auch einen Kurs geben? Natürlich, jeder kann hier Kurse geben. Unter der Bedingung, dass sich genügend Teilnehmer finden? Sie stellen ein Kursthema vor. Wenn Sie es schlecht vorstellen oder das Thema nicht interessiert, wird niemand kommen. Wenn Sie aber Interessenten finden, wird der Kurs abgehalten. Well, those are the empires of the past, and everybody knows what's meant when we talk about imperialism there. But today, it's not like that, right? Um einen Kurs zu geben oder daran teilzunehmen, braucht niemand ein Zeugnis vorzulegen oder seine Qualifikation zu beweisen. Gerade die etablierte Wissenshierarchie wurde im CIDOC als lähmend angeprangert. Wenn jemand über Blumen, Landreform oder indianische Kultur sprechen wollte, brauchte er nur seine Einschreibegebühr bezahlt zu haben und 8 Interessenten zu finden, um einen Raum zu bekommen. Als Preis für den Kurs setzte er $100 oder $200 an. Und wenn viele kamen, brauchte jeder nur wenig zu zahlen. Alter his culture a little bit, and that he will slowly come imbued with a different way of thinking, and will come up with some type of a synthesis. Hier spricht der Nordamerikaner über Imperialismus. Selbst wenn er Illichs Thesen bekämpfen sollte, kann er fortfahren, solange die vorgeschriebene Anzahl von Teilnehmern das Interesse an seinen Ausführungen bescheinigt.
the new gadgets and inventions, the science, it's really part and parcel of modern production. ¿Los qué? ¿Qué? ¿Quiénes están en el suelo? Welches war das erste Ziel des CIDOC? Anfänglich wollten wir Nordamerikanern und Europäern klarmachen, dass die Probleme Lateinamerikas nicht gelöst werden können, indem man Fremde dorthin schickt, sondern dass die Südamerikaner ihre Probleme allein lösen müssen. Danach haben wir begonnen, die Schule zu analysieren. Ich glaube, dass es dem CIDOC zu verdanken ist, wenn die Schule heute überall in Frage gestellt wird. Vor 10 Jahren noch glaubte man in den Ländern der Dritten Welt, dass es notwendig sei, Lehrer dorthin zu schicken und Schulen zu bauen. Für die Leute im CIDOC hatten Analyse und Kritik der Schule sicherlich das größte Gewicht. Sie hat gezeigt, dass es genügt, eine Institution zu beschreiben, um augenscheinlich zu machen, welches Unrecht sie anrichten kann, obwohl doch jeder glaubt, dass sie nur Gutes bringt. Erklärtes Ziel der Schule ist es, jedem die gleichen Chancen zu persönlicher und gesellschaftlicher Entfaltung zu geben. Sie soll soziale Ungleichheit abbauen und mündige Staatsbürger formen. Ein großherziges Unternehmen, das die Unterstützung aller Bürger, der Armen wie der Reichen, verdient. So ist denn auch das Erziehungssystem eine Dienstleistung, die von den Steuern aller getragen wird. Aber was beschert sie ihnen? Es wird verfahren, als sei der Mensch nur ein leeres Gefäß, in das bestimmte vorprogrammierte Inhalte eingefüttert werden müssen, um ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft aus ihm zu machen. Die Kinder des Bürgerstandes, die bereits Privilegierten, haben es leichter, bringen es weiter und profitieren länger vom Erziehungssystem. Der teure Bildungsweg, den alle bezahlen, dient hauptsächlich den Kindern der oberen Gesellschaftsschichten. Die Schule vertritt, dass ein Mensch sich nur erfolgreich um Dinge kümmern kann, für die er ausgebildet und qualifiziert worden ist. Damit disqualifiziert sie eigenständiges Lernen, Arbeiten und Leben. Und da die Schule gleichzeitig vermittelt, dass man nur ist, was man gelernt hat und mit Zeugnissen belegen kann, führt sie letztlich zu verstärkter Ungleichheit. Sie dient der Reproduktion der Klassengesellschaft und der Festigung bestehender Herrschaftsverhältnisse. Erziehung macht den Menschen, heißt es, Wissen ist Macht, Ausbildung ist Kapital. Die Benachteiligten, die auf der Strecke bleiben, gelten als minderwertig. Für andere, aber auch vor sich selbst. Und sie ordnen sich ein. Und das nicht nur in Afrika. Illich sagt, Beschulung ist ein Ausleseprozess, durch den Bürger in immer größere Unmündigkeit und Entfremdung befördert werden. Ein Trick, um die Einwohner jeden Staates auf 16 oder sogar 20 verschiedenen Stufen einer Leistungspyramide anzusiedeln.
Je voudrais ajouter qu'une chose très importante pour moi au SIDOC, c'est le travail fait avec les Mexicains. Eine wichtige Erfahrung war für mich die Zusammenarbeit mit den Mexikanern. Der Bibliothekar zum Beispiel hat seine Arbeit hier bei uns gelernt, indem er sie machte. Das Gleiche gilt für den Herausgeber unserer Bücher. Alle, die hier gearbeitet haben, haben ihre Kenntnisse bei der Arbeit erworben. Und die Mehrzahl dieser jungen Mexikaner hat die Sekundarschule nicht beendet. Einige nicht einmal die Grundschule. Und was haben Sie selbst hier gelernt? Was ich hier alles gelernt habe. Meine gesamte Arbeit. Das hat in der Bibliothek angefangen. Als man sie mir übertrug, sagte ich, aber ich weiß doch nicht, wie das gemacht wird. Und man hat mir geantwortet, dann lernst du es eben. Und ich habe gelernt, eine Bibliothek zu verwalten. Dann habe ich sie abgegeben. So bin ich durch alle Abteilungen des SIDOC gewandert. Und andere haben jedes Mal meine Arbeit übernommen. So habe ich gelernt, das SIDOC zu verwalten. Dass jeder selbstständig lernen kann und keiner Fachschule bedarf, um einen Beruf auszuüben, haben Ivan Illich und Valentin Bormans im SIDOC unter Beweis gestellt. 60 feste Mitarbeiter haben so einen Beruf erlernt und brauchen jetzt, da das SIDOC schließt, um ihre Zukunft nicht zu bangen. Die Schließung wurde von allen beschlossen. Eine Gebührenerhöhung stand zur Diskussion. Sie hätte das nötige Geld gebracht, um das SIDOC am Leben zu halten, aber sie wurde verworfen. Die kleine freie Welt sollte nicht zum Reservat der Elite werden. Schon viel zu viele Politiker und Industrielle drängelten sich hier in den letzten Jahren. Viele nur, um sich ein moralisches Alibi zu verschaffen. Einige waren bereit, das SIDOC zu finanzieren. Aber das hätte zum Verlust seiner Unabhängigkeit geführt und so der Institution ihren Sinn genommen. Ja, sehen Sie, es ist uns jahrelang gelungen, 15 Jahre lang, die akademischen Epauletten zum Grund des liebenswürdigen und gemütlichen Lächelns zu machen. Das Standesbewusstsein der Seminarsteilnehmer abzuschwächen, abklingen zu lassen, jedem die Möglichkeit zu geben, hier seine Initiative anzukündigen. Dem deutschen Professor und dem Zuckerbäckerssohn aus Celaya, dem Ministerialrat aus Chile und dem Gewerkschaftsführer und dem Hippie. Was das geheißen hat, ist, dass die Leute im Gespräch um den Seminarstisch herum sich als Menschen angesprochen haben. Ganz bewusst, dass sich hier für einige Wochen in etwas, was einem Elfenbeinturm als komische Vögel zusammenkommen. Aber das hat auch, klingt beinahe komisch, Schule gemacht. Im Laufe der letzten Jahre bin ich hier und dort eingeladen gewesen, von Singapur nach Tübingen, und habe dieselbe Atmosphäre um ehemalige Teilnehmer an SIDOC-Seminaren dort wiedergefunden und fühle mich da sehr gut. Das SIDOC war also so etwas wie eine Universität im Mittelalter, eine mittelalterliche Universität. Ja, aber die Inquisition wurde immer sehr weit weggehalten und auch verlacht. Ganz gleichgültig, ob es die Inquisition der Partei, des State Departments oder irgendeiner Kirche war. Die Inquisition hat Illich nicht schrecken können. Als er die Missionare entzauberte, wie er sagt, machte ihm der Vatikan den Prozess. Er, der Prälat, sollte sich vor der Heiligen Inquisition verantworten. Illich lehnte das ab und verzichtete auf seinen kirchlichen Status. Diese Passionsprozession illustriert, was er meint, wenn er die lateinamerikanische Kirche entkolonisieren will.
Missionare machten aus Indianern römische Legionäre, aus ihren Kindern weiße Engelchen. Die Missionare kamen einst, um diese Menschen zu gefügigen Untertanen der spanischen Krone zu machen. Illich zieht gegen den Dünkel zu Felde, gegen die Anmaßung, andere nach den eigenen Vorstellungen entwickeln zu wollen, sie zu zwingen, so zu werden, wie man selbst ist, weil man sich für den Besten hält. Diesen Menschen ist die Entfaltungsmöglichkeit ihrer eigenen Anlagen, ihrer Wünsche und ihrer Kultur brutal genommen worden. Sie waren verurteilt, die Eroberer nachzuahmen, um nicht als Wilde dazustehen. Erst mussten die Indianer sich ihrer Kultur schämen und sich anpassen. Nun gelten sie ihrer Armut wegen als minderwertig. Eine Armut aber, die sie der Zerstörung ihrer Kultur verdanken. Dass diese Menschen nicht des sogenannten Fortschritts bedurften, der ihnen moderne Armut bescherte, beweist ihre Vergangenheit. Auch über indianische Geschichte wurden im CIDOC Studien vorgelegt, ja über die seherischen Fähigkeiten gewisser Menschen und ihre Bedeutung in den verschiedenen Kulturkreisen. Die Vorahnung gehört zum Studienbereich eines gebürtigen Mailänders. Herr Professor Thibon, würden Sie sagen, dass Menschen wie Ivan Illich eine prophetische Ader haben, dass sie zum Beispiel voraussehen können, wohin diese Gesellschaft geht? Diesen Eindruck habe ich seit vielen Jahren, denn seit vielen Jahren lebe ich wie Ivan Illich in Cuernavaca und ich habe das Gefühl, dass Ivan Illich ein Prophet ist, dass er die Gabe hat, Phänomene, wirtschaftliche, geistige, politische, psychologische Phänomene vorzusehen, eine Vorahnung zu haben von dem, was die Welt gegen Ende dieses Jahrhunderts sein wird. Also ich glaube, im Falle von Ivan Illich kann man wohl von Vorahnung sprechen. Illich sagt beispielsweise eine verhängnisvolle Verarztung unserer Gesellschaft voraus und er kommentiert für uns einige seiner Beobachtungen. Der Gesundheitsminister in Kanada hat vor circa 1,5 Jahren ein ganz ausgezeichnet geschriebenes Dokument veröffentlicht. In diesem Dokument weist er nach, dass es gar nicht mehr möglich ist, eine Verbindung herzustellen zwischen den Ausgaben für das kanadische Medizinwesen und die Gesundheit der Kanadier. Er kommt zum Schluss, ganz gleichgültig, wie viel mehr oder wie viel weniger wir ausgeben, ganz gleichgültig, welche Methoden der medizinischen Betreuung wir anwenden, die Gesundheit der Kanadier wird dadurch nicht beeinflusst. Wie misst man denn so etwas? Man berechnet mehr oder weniger willkürlich, dass die Lebensdauer eines Einjährigen in einem gewissen Land normalerweise 70 Jahre sein soll. Und fragt sich dann, wer stirbt, bevor er 70 Jahre erreicht? Und aus welchen Gründen werden Lebensjahre frühzeitig verloren? 25% der frühzeitig verlorenen Lebensjahre sind dem Autounglück zuzuschreiben, 24% dem Herzanfall
oder dem Gehirnschlag 23%, das macht so zusammen schon 3/4 der frühzeitig verlorenen Jahre aus, anderen Unfällen, hauptsächlich Industrieunfällen, 17% Krebs und Lungenkrankheiten und 8% Selbstmord, 3% Mord. Nun, Autounglück, Industrieunglück, Mord und Selbstmord sind bestimmt nichts, worauf der Doktor überhaupt einen Einfluss haben kann. Und Lungenkrebs und andere Lungenkrankheiten, ebenso wie der Herzanfall, sind der allgemeinen Lebensführung zuzuschreiben und eigentlich vollständig unabhängig von irgendetwas, was ein Arzt für dich tun kann. Nun, Lalonde ist ausgegangen von der Idee, dass die Kanadier begreifen müssen, dass eine Verbesserung der Gesundheit nur dadurch erreicht werden kann, dass andere Lebensgewohnheiten eingeführt werden. Und ein Schritt dazu wäre, die Ärzte auf die Krankheitspflege zurückzudrängen und die Gesundheitspflege als ein anderes politisches Problem aufzufassen. Was nun Lalonde leider passiert ist, dass während die Ärzte lernen mussten, sich darauf zu beschränken, sich mit den Kranken zu befassen, eine ganze Reihe von neuen Berufszweigen sich entwickelt haben im Laufe von nur 1,5 Jahren, die sich mit der Gesunderhaltung der Kanadier befassen, anstatt diese Aufgabe dem einzelnen Kanadier in Selbstverwaltung autonom übernehmen zu lassen. Laut Illich zwingt die Bürokratie des Gesundheitswesens den Menschen in die passive Rolle des Konsumenten medizinischer Versorgung. Die totale Institutionalisierung von Gesundheits- und Krankenpflege schwäche die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit des Menschen erheblich, was sowohl seine Gesundheit beeinträchtigt, als auch seine Bereitschaft lähmt, auf die ihn krankmachende Umwelt einzuwirken, sich zur Wehr zu setzen. Die Medizinsucht ist nur ein Ausdruck des totalitären Anspruchs der Industriegesellschaft, den Menschen vom Handelnden zum Behandelten zu machen. Ein fremdverwaltetes Leben vom Mutterleib bis zum Grab. Anhand medizinischer Fachzeitschriften beweist Illich die Hilflosigkeit des Arztes, wenn er teuer wird, und der Medizin, wenn sie kompliziert wird. Einfache Mittel wie Seife und allgemeine Hygiene haben mehr zur Bekämpfung der Seuchen beigetragen als die Wunder der Medizin. Illich warnt eindringlich vor dem Missbrauch moderner Medikamente und Chemikalien. Ich komme gerade aus Pakistan zurück. Pakistan hat 1971 der Welt verkündet, dass dank Mithilfe der Weltgesundheitsorganisation die Malaria endgültig besiegt war. Weniger als 140.000 neue Malariafälle in einem Volk von 60 Millionen in einem Jahr. 1975 musste Pakistan leider mitteilen, dass auf 60 Millionen Einwohner 10 Millionen neue Fälle von Malaria berichtet wurden. In einem Jahr. Dass das Moskito, das die neue Malaria verbreitet, widerstandsfähig ist gegen alle jene Insektizide, die entweder billig genug sind, um brauchbar zu sein, oder nicht giftiger sind für den Menschen als für das Moskito. Und dass das neue Plasmodium den jetzt gebräuchlichen Antimalaria-Mitteln Widerstand entwickelt hat. Und das Ärgste ist, aus Pakistan kommt jetzt eine neue Malaria nach Europa, gerade wenn die Europäer mit ihren Kernkraftwerken die Flüsse auf jene Temperatur anheizen, in denen die Malaria-Moskitos am liebsten ihr Liebesleben treiben. Ich habe was noch Eigenartigeres dabei zu tragen. Ein Teilnehmer meines Seminars war ein Veterinär aus Cuernavaca. Als er sah, dass mein Hund krank war, schrieb er ihm Erythromycin vor. Ich war skandalisiert, weil wir doch dafür sorgen wollen, dass
Antibiotika nicht verantwortungslos angewendet werden. Daraufhin sagt er mir, die Hunde sind heute alle von Bakterien infiziert, die dem normalen Antibiotikum gegenüber schon Widerstand entwickelt haben. Um eine These für die Fakultät zu schreiben, habe ich 30 herrenlose Hunde in Cuernavaca gefangen und die Abszesse in ihrer Prostata auf widerstandsfähige Bakterien untersucht und herausgefunden, dass fast alle diese Abszesse von Bakterien stammen, die gegen Penicillin und Theramycin schon widerstandsfähig sind. Sag ich, Herr Doktor, herrenlosen Hunden gibt doch niemand Medizinen. Sagt er, nein, aber sie fressen Knochen. Und die Bauern injizieren ihren Kühen große Quantitäten von Antibiotika, um ihnen künstlich einige Dutzend Kilo Fleisch anwachsen zu lassen. Aber darauf muss man doch schließen, dass uns genau das Gleiche passiert wie diesen herrenlosen Hunden. Soviel ich weiß, ist in Deutschland die Kontrolle des Fleisches auf Antibiotika weitaus weniger streng als in Kanada oder den Vereinigten Staaten. Seit 1974 hat sich das geändert. Der Herausgeber des New England Journal of Medicine hat gesagt, was so unerträglich an dem Elledge ist, dass er nichts zitiert, was meine Leser nicht schon seit Jahren aus meiner Zeitschrift heraus wissen sollten. Ich habe es halt in die Perspektive des Laien gestellt, aufgerufen zur Technokritik. Wir können uns einfach nicht mehr leisten, Fachwissenschaftlern die Gesamtbeurteilung ihres Beitrags zur Gesellschaft zu überlassen. Sondern? Das ist eine Aufgabe, die der Mann auf der Straße übernehmen muss. Und deshalb ist es weitaus wichtiger, jedermann dafür verantwortlich zu machen, was die Ärzte für ihn tun und das nicht irgendwelchen Spezialisten zu überlassen. Ja, auf dem Gebiet der Gesundheit geht das noch, aber... Auf dem Gebiet der Beschleunigung geht es sogar noch besser. Wenn sich Leute in Hamburg nur so vernünftig zusammensetzen würden wie die Nachbarn in diesem Dorf und sich fragen würden, welchen Vorteil haben wir von der Beschleunigung der Verkehrsmittel und zum Schluss kommen, je mehr wir die Verkehrsmittel beschleunigen, umso mehr Stunden seines Lebens muss der Durchschnittsbürger im Dienst in der Sklaverei des Verkehrs verbringen. Ja, aber dann wird man mit dem Argument kommen, dass 1/3 der gesamten deutschen Wirtschaft nur vom Auto lebt. Und dass ca. 30% der Lebenszeit eines Durchschnittsbürgers in der Sklaverei des Autos verbraucht wird. Schauen Sie, wir haben jetzt mit mehreren ganz großen Studien nachgewiesen, was wir vorher nur so ungefähr andeuten konnten. Bis 1850 gab es keine Gesellschaft, in der mehr als 5% der Lebenszeit des typischen Mitgliedes dieser Gesellschaft auf Reisen außerhalb seiner Dorfstraße verwendet wurden. In Deutschland heute gehen 30 bis 32% der Lebenszeit auf im Auto sitzen, im Auto fahren, aufs Auto warten, das Geld verdienen für das Auto, um die Steuern zu zahlen für die Straße, die Versicherung für die Gesundheit, den Verkehrspolizisten 30%. Das heißt also circa 6-mal so viel Zeit als der typische Mensch aller vergangenen Kulturen. Das Lustige ist, dass der typische Bürger Deutschlands nicht 6-mal so viel Kilometer zurücklegt wie der Mexikaner in Chiapas oder der Afrikaner im Kongo, sondern nur 5-mal so viel. Pro Stunde im Dienst des Verkehrs ist also seine Leistung in Kilometern abgesunken. Das nennt man Fortschritt. Aber wie sollen wir die gesamte Wirtschaft umstrukturieren, um überhaupt lebensfähig zu bleiben? Das weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass ich nachweisen kann, dass wir auf diesem Weg zu einer vollständigen Lähmung der Gesellschaft durch Beschleunigung, Erkrankung der Gesellschaft durch medizinische Leistung, Verdummung der Gesellschaft durch intensive Programmation und Erziehung kommen werden.
werden also jetzt den Wanderstab nehmen. Sie meinen, dass ich zum Wanderprediger avanciert oder degradiert worden bin? Keine Angst. Ich habe meine Freunde hier. Ich kann weiterhin die Sprachschule in Cuernavaca dazu verwenden, kleine Gruppen um mich im Jänner, im Juli und August zu organisieren. Ich bin natürlich viel freier, als ich früher war. Und ich kann mich jetzt mit 49 auf ein paar Jahre daran machen, ernst zu studieren. So ernst, wie man halt mit 20 oder 25 gearbeitet hat, wenn man sich in ein Gebiet hineinarbeiten wollte. Bereiten Sie nicht gerade jetzt eine neue Kampagne vor? Freunde und Kreise von Freunden, die sich hier gebildet haben, sind hart an der Arbeit. Architektur, Transport, Medienwesen und die anderen industriellen Institutionen, die Nutzwertschaffung unmöglich machen, zu analysieren. Wenn Sie einem breiten Publikum sagen müssten, welches der Kernpunkt Ihrer Ideen ist, wie würden Sie das formulieren? Begrenzung der industriellen Produktionsweise, wenn diese Produktionsweise Nutzwertschöpfung im Weg steht. Aber was nennen Sie Nutzwertschaffung? Im Sinn vom ersten Kapitel des Kapitals. Darunter kann sich ein Nicht-Eingeweihter überhaupt nichts vorstellen. Können Sie es deutlicher ausdrücken? Wenn eine Stadt um Autos und Motoren gebaut wird, dann werden den Leuten, die in der Stadt leben, die Füße abgeschnitten. Und die Produktion von Verkehrswesen schafft Distanzen, die weit größer sind, als die für die meisten durch die Motoren überbrückt werden können. Wenn eine Welt sich um die Medizin herum kristallisiert und Gesundheit Medizinkonsum ist, dann wird Gesunderhaltung unmöglich gemacht.